Hi und wieder mal herzlich willkommen. Ich bin der Raphael von der Twave App, einer der beiden Co-Founder und der sportwissenschaftliche Kopf hinter dem Ganzen hier. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder mit einem neuen Video ein paar Sachen erklären kann. Heute soll es um das Thema Trainingszonen gehen. Ja, super, super heißes Topic. Quasi die ganze Welt stürzt sich seit 30 Jahren auf Trainingszonen und man verfolgt immer den Glauben, wenn ich in dieser Trainingszone mich aufhalte, dann trainiere ich auch das Richtige. Ich will heute mal einen Schritt dahinter gehen und erstmal eigentlich quasi ein bisschen in Frage stellen und reflektieren, wie kommen die meisten Anwender oder Schemen eigentlich auf diese Trainingszonen und ist das eigentlich immer korrekt? Ne? Vielleicht sind die einen oder anderen von euch ja auch schon darüber gestolpert, dass es auf jeden Fall unterschiedliche Definitionen von Trainingszonen gibt und der eine sagt, naja, die Zonen gestalten sich so und aus dem und dem Grund, der andere sagt, nee, nee, die Zonen sind irgendwie ganz anders. Wir kommen jetzt wieder mit einem anderen Ansatz um die Ecke. Natürlich ähneln die sich alle irgendwie sehr, 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 sehr stark und haben sehr große Schnittmengen, aber es gibt trotzdem immer irgendwie Unterschiede in der Herleitung dieser Trainingszonen, ja, und warum nenne ich meine Trainingszone 4 eigentlich so und was hat die eigentlich für einen tieferen Sinn? Tatsächlich ist es so, dass in meinen Augen in den meisten Fällen das sehr, sehr stark runtergebrochen und schematisiert wird, was sicherlich nicht falsch ist für einen Endverbraucher, also für jemand, der jetzt sich quasi kein Sportmediziner oder sowas ist, da irgendwie so ein bisschen das runterzubrechen. Aber tatsächlich wird es an vielen Stellen auch ein bisschen zu stark vereinfacht, beziehungsweise in meinen Augen viele Dinge einfach auch ein bisschen missachtet oder nicht so richtig gemacht. Es wird im Grunde genommen sehr oft für den Durchschnitt, ne, hatten wir schon öfter das Thema in den anderen Videos, wenn ihr euch das anguckt, wie setze ich Trainingsstrategien auf, wie trainiere ich am besten für Distanz XY oder wie kann ich mir vielleicht erklären, dass ich, obwohl ich gleich gut trainiere wie andere in meinem Umfeld, stagniere und die irgendwie ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das sind ja alles so Themen, die da mit umgehen und daran kratzen, naja, vielleicht muss man das, was halt so generell allgemeingültig als Empfehlung ausgesprochen wird, vielleicht ein bisschen hinterfragen oder vor allen Dingen auch einfach personalisieren, ne? Weil wenn alle Menschen das exakt Gleiche tun würden, dann Menschen sind halt immer unterschiedlich, kann man vielleicht irgendwie schnell auf den Dampfer kommen. Vielleicht ist es halt einfach nicht die Best Choice, die beste Wahl für jeden Einzelnen da draußen. Ja? Und wir haben versucht, mit unseren Trainingszonen auch da schon wieder anzusetzen und zu sagen, im Prinzip kann ich das gar nicht pauschalisieren und sagen, jeder Mensch macht genau das und das und das und es ist immer für alle gleich, sondern wir müssen da vielleicht ein bisschen schon individualisieren und gucken, dass wir Trainingszonen für Einzelne vielleicht größer oder kleiner fassen, Trainingszonen spezifisch dahin setzen und nicht pauschal sagen, es ist irgendwie immer dort und dort anzusiedeln. Das will ich euch so ein bisschen jetzt erklären. Ja, ich starte mal mit einem Beispiel. Ähm, ich glaube, also ich habe das ehrlich gesagt im Netz gefunden. Es ist gar kein Anbieter per se, wo ich jetzt sagen würde, das kommt von da oder von da. Es ist ein sehr gängiges, weit verbreitetes Modell. Das sind so 5 Zonen, die ihr hier seht, wobei man eigentlich sagen muss, also letztlich schon, ne, das ist schon der erste Aspekt, letztlich ein bisschen drüber streiten, wo man eigentlich sagen muss, diese Zone hier sehr leicht, die steht hier bei Trainingseffekt Förderung der Gesundheit und Unterstützung der Regeneration. Also man kann sagen, eine regenerative Zone, wo fraglich ist, gibt es überhaupt einen Trainingsreiz, einen Trainingsimpuls, sodass eigentlich quasi nur noch diese 4 Zonen hier übrig bleiben würden, von leicht über moderat, intensiv zu maximal. Und hier ist es eigentlich recht typisch und recht klassisch und halt eben auch recht pauschal und simpel gehalten, nämlich diese Zonen, hier beziehen wir uns auf maßgeblich die Herzfrequenzen, ähm, werden abgezogen oder gehen ausgehend davon berechnet, was ist die maximale Herzfrequenz. Ja? Und dann wird einfach gesagt, also ich will das hier, soll nicht despektierlich an der Stelle sein, aber es ist halt recht verallgemeinert, dass diese maximale Zone bei 90 bis 100% der maximalen Herzfrequenz ist. Also wenn ich jetzt quasi ich habe Maximalpuls von 200, ja, den müsste ich ja auch erstmal wissen und irgendwie für mich erkennen und vielleicht irgendwie testen. Dann gibt es natürlich diese Idee mit dieser 220 minus Lebensweiterformel. Da ist man in Studien heutzutage auch schon weiter und weiß, ne, das haut halt auch nicht immer so hin. Dann haben wir schon diesen ersten Individualisierungsfaktor. Wenn das jeder wirklich so macht, dann kriege ich ganz oft auch wirklich sehr falsche maximale Herzfrequenzen raus und entsprechend schleicht sich der Fehler natürlich wie so ein Rattenschwanz durch und die Trainingszonen sind halt auch nicht richtig nach diesem Modell. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe die maximale Herzfrequenz, dann heißt es halt hier 90 bis 100% ist maximal, 80 bis 90% ist dann so intensiv. Ja, dann wird schon auch hier ein Trainingseffekt benannt, also Verbesserung der maximalen Leistungsfähigkeit, wobei ich mir jetzt da irgendwie denken würde, warum ist das irgendwie nicht in der maximalen Zone?
Dann gibt es hier eine moderate Zone, Verbesserung der aeroben Fitness. Aha, da werden auch Begrifflichkeiten aufgegriffen, die wir in anderen Videos schon mal hier thematisiert haben. Guckt euch die gerne nochmal an. Und dann haben wir hier zum Beispiel leicht Verbesserung der Grundlagenausdauer und des Fettstoffwechsels, wobei Grundlagenausdauer zum Beispiel für mich auch sehr einhergeht mit aerober Fitness. Also für mich ist es ein bisschen diffus, aber vor allen Dingen ist es eigentlich der Punkt, dass hier einfach gesagt wird, für alle Menschen da draußen ist es immer 90 bis 100%. Ja? Und die Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe als Sportwissenschaftler, damals auch schon in Forschungsarbeiten, ist das, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, diese leichte Zone, ne? Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Studien, die sich auf diesen Fettstoffwechsel, steht ja auch hier, Verbesserung des Fettstoffwechsels beziehen. Da gibt es tatsächlich Studien, die Fettstoffwechsel messen, das kann man mit einer sogenannten Leistungsdiagnostik, in einer spirometrischen Untersuchung, da kann man tatsächlich herausfinden, wo ist denn der Fettstoffwechsel maximal und wo halt eben auch nicht. Ja? Und dann kann man das ja mit der Herzfrequenz, die Herzfrequenz da drüber legen und kann halt herausfinden, ist die Herzfrequenz tatsächlich bei 60 bis 70%. Erstmal ist das eine weit gefasste Range, ja, 60 bis 70% ist gar nicht so wenig. Hier seht ihr zum Beispiel ein Beispiel 114 bis 133 Schläge. Ja, aber die Frage ist, warum ist es denn, ist es nicht bei jemandem vielleicht 58% oder ist es vielleicht nicht bei jemandem auch sogar irgendwie 72%? Warum immer diese Spanne und ne, wo denn vielleicht genau in dieser Spanne? Weil muss ich jetzt irgendwie bei 114 oder bei 120 oder bei 130 trainieren? Das macht ja, würdet ihr auch merken, in der Belastungsempfindung schon einen kleinen Unterschied, ob ich jetzt bei 114 oder 130 Schlägen laufe. Ja? Ich halte also einfach für sehr generalisiert und wir haben versucht, irgendwie einen Ansatz zu finden mit diesen Trainingszonen, der wieder mal so ein bisschen von der physiologischen Tiefe herkommt und halt wirklich einen Fundus hat und wo wir sagen können, egal ob das jetzt genauer ist, es ist einfach nur eine andere Ansicht, aber vor allen Dingen ist es individuell. Ja? Wir setzen quasi die Trainingszone dahin, wo wir sagen würden, da müsste der Fettstoffwechsel zum Beispiel bei dir persönlich am effektivsten arbeiten, also packen wir da Zone 2 in unserem Fall zum Beispiel hin. Ich zeige euch das mal, wie wir die so ein bisschen aufgliedern, einfach nur ganz pauschal. Wir klammern diese Zone 0 als regenerative Zone so ein bisschen aus. Ja? Das ist quasi, wenn man geht oder ganz langsam wirklich läuft. Und dann haben wir diese Zone 1, wir können jetzt die gleichen Begrifflichkeiten benutzen, ne? Leicht und Zone 2 moderat, Zone 3 hart, Zone 4 sehr hart, Zone 5 jetzt irgendwie so maximal. Ja? Und wir wollten das auch erstmal einfach und pragmatisch halten. Vor allen Dingen fand ich aber 5 Zonen sehr wichtig. Warum? Weil wir da so ein bisschen was splitten können. Und in der Mitte dieser 5 Zonen sitzt die sogenannte anaerobe Schwelle, auch ein Begriff, den ihr schon mal gehört habt, den werden wir auch nochmal thematisieren in einem Video. Guckt euch das gerne auch nochmal an. Bei der anaeroben Schwelle haben wir so, könnt ihr euch vorstellen, so ein physiologisches Gleichgewicht. Das heißt, man ist in einem gewissen Maß an so einer Art Anschlag, an so einem Limit von Belastungsempfinden, kann das aber trotzdem noch in der Regel so plus minus ungefähr eine Stunde halten. So viele Halbmarathonzeiten sehen wir sehr nah angesiedelt. Ne? Die schnelleren Halbmarathon so 1,10, 1,15, 1,20. Da gehen die Leute vielleicht so knapp nur 2-3% unter diese Schwelle. Ist also insofern in diesem Mittelbereich von Leistungen oft ein sehr großer Stellgeber. Aber ich habe euch ein anderes Video gezeigt, wie spezifisch man eigentlich da auch nochmal ein bisschen rausbrechen muss und in die Tiefe gehen muss. Man kann nicht nur die Schwelle sich angucken und sagen, dann kann Mensch X genau diese Leistung, sondern das spezialisiert sich ein bisschen aus über diese 2 Skills, eigentlich Ausdauer und Speed, die sich nachher quasi zu dieser Schwelle zusammensetzen. Ja? Aber da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, das machen wir in einem anderen Video. Wichtig war für uns diese Schwelle, dieses Gleichgewicht in der Mitte zu haben und dann haben wir 2 Zonen, die sich leichter davon ansiedeln und 2 Zonen, die sich schwerer davon ansiedeln. Ja? Und da halt quasi nochmal ein bisschen separieren. Und im Grunde genommen, wir sprechen oft über einen polarisierten Trainingsansatz, der im Prinzip sich über diese 5 Zonen ganz gut abbilden lässt, weil ich weiß, Zone 1 und 2 befinden sich quasi auf der, ich nenne es mal einfach generell leichten Komponente und Zone 4 und 5 sind auf der schweren Ebene und dazwischen habe ich aber auch noch so ein bisschen die Mitte, wo ich im polarisierten Trainingsansatz im Endeffekt eigentlich recht wenig Zeit tatsächlich nachher verbringe. Ja? Und Punkt 1, ihr seht jetzt hier keine Prozent Herzfrequenz oder Prozent Pace, weil arbeiten wir eigentlich ganz gerne mit Paces statt mit Herzfrequenzen. Grund ist eigentlich nur ganz pragmatisch der, dass es tatsächlich gar nicht so ohne ist, präzise und valide die maximale Herzfrequenz zu detektieren. Wir könnten die schätzen und sind auch mittlerweile, glaube ich, in der App ganz gut darin, aber ist die falsch, sind auch die Prozent an Herzfrequenz sehr falsch. Das war kein Parameter, auf den wir uns wirklich in der Trainingssteuer verlassen wollten. Ja?
Paces und zu gucken, was kann der Mensch realisieren über die Distanz. Und dann, das habe ich euch in einem anderen Video gezeigt, diese Kurve aufzulegen und sein Skillset so ein bisschen rauszurechnen und entsprechend zurückzurechnen, was muss wahrscheinlich physiologisch bei ihm als Profil gegeben sein und was sind entsprechend, wenn ich in diese einzelnen Zonen reinschaue, wo müssen die sich ansiedeln, um die einzelnen Inhalte der Trainingseinheiten zu treffen. Das kriege ich eigentlich nur wirklich präzise über den Pace hin. Die Herzfrequenz nutzen wir und geben wir auch in der App mit an, wenn es zum Beispiel hügelig wird oder wenn es halt quasi schwierig ist, genau mit dem Pace zu arbeiten in einem unwegsamen Terrain oder sowas. Dann ist das ein zweiter Blick und ein zweiter Check von, bin ich da richtig da, wo ich sein will, oder vielleicht ein bisschen zu niedrig oder intensiver, als ich vielleicht gern wäre. Aber das Mittel der Wahl wäre für uns eigentlich immer der Pace. Ja? Und wie wir den Pace berechnen oder wie wir diese Zonen jetzt legen, das zeige ich euch nochmal ein bisschen an diesem etwas theoretischeren Modell, was das aber sehr, sehr gut herleitet. Wir haben, wie gesagt, in einem Video euch so ein bisschen diese Stoffwechselsysteme erklärt und so ein bisschen gezeigt, was haben diese Endurance und Speed, wie lässt sich das physiologisch oder stoffwechseltechnisch erklären. Das haben wir euch ein bisschen abgebildet. Guckt euch das nochmal an. Das ist zwar sehr theoretisch, aber das hat eine ganz gute Basis, die ihr einmal braucht. Und das ist jetzt so ein bisschen die Anwendung davon. Ja? Ich habe das mal hier dargestellt und zwar könnt ihr euch vorstellen, hier unten, das ist die Intensität. Also je weiter wir hier nach rechts kommen, desto intensiver belasten wir uns. Und das ist quasi sozusagen die Y-Achse ist, was machen diese einzelnen Systeme, wenn ich quasi ich gehe ganz locker spazieren zu, ich laufe ein bisschen zügiger zu, ich sprinte. Ja? Das aerobe System, für uns diese Endurance-Komponente, die stimulieren wir eigentlich am Anfang fast linear. Das heißt, ob ich jetzt hier ein kmh schneller geht, macht das ungefähr, steigert das in einem ähnlichen Maß oder ob ich hier hinten ein kmh schneller gehe. Ja? Irgendwann deckelt sich das aber. Das heißt, ich habe diese VZ Max, ich erreiche dann meine VZ Max und dann kann ich auch noch schneller und noch doller laufen. Hier passiert nicht mehr. Das Einzige, was sich steigert, ihr seht, das ist das anaerobe System, was erstmal sich so ein bisschen zurückhält und hier hinten aber richtig Gas gibt. Und jetzt kommt so ein bisschen der Krux, wie das zusammenhängt. Kennen wir euer physiologisches Profil, können wir recht gut diese zwei Kurven für euch simulieren. Also wir modulieren die im Hintergrund und wissen, aha, so wird wahrscheinlich dann der anaerobe Stoffwechsel funktionieren, so wird der aerobe Stoffwechsel funktionieren und entsprechend, ich zeichne euch das mal hier noch dazu, so wird ungefähr der Fettstoffwechsel funktionieren. In dem Beispiel, da gehen wir vielleicht nochmal in einem anderen Video drauf ein, sähe der ungefähr hier aus. Ja, und jetzt, ich gebe euch das mal als ein Beispiel für diese Zonengestaltung. Jetzt würde ich hier sagen, regenerativ ist im Prinzip, wo ich noch nicht mal aktiv irgendwie mit dem Stoffwechsel bin. Also würden wir jetzt irgendwie sagen, das setzen wir dann irgendwo hier an. Da habe ich halt kaum einen Trainingseffekt. Ja. Und jetzt würde ich ja quasi ganz gerne meine Zone 1, ihr erinnert euch in dem Zonenmodell, was ich eben aufgegriffen habe, irgendwo dahin setzen, wo ich weiß, ich habe hier eine ganz gute Fettstoffwechselausschöpfung. Ja, also wir können das tatsächlich dann physiologisch begründen, warum wir die Zone hier hinsetzen, weil das geht hier bis zum Maximum. Ja, also nochmal hier sehr schematisch, nur wie wir da hinkommen. Dann könnte ich Ihnen sagen, okay, Zone 3 ist, ich bin schon über dieses Stoffwechselmaximum drüber, aber bin immer noch jetzt nicht super intensiv. Das ist tatsächlich so physiologisch ein bisschen, könnte man sagen, Niemandsland. Da bewegen wir uns auch in Trainingssteuerung recht wenig, es sei denn, es geht Richtung Wettkampf-Paces, also Marathon, Halbmarathon-Paces, die sich irgendwo oft dann dort ansiedeln. Das ist also ein rein funktionales Training. Physiologisch haben wir da nicht so den größten Benefit. Dann kommen wir an diese Schwelle, ja, das ist dieser Kreuzungspunkt. Die können wir also genau hier rumsetzen. Dann kommen wir in die VZ Max-Zone, wo ich sehe, ich bin hier noch nicht am aeroben Limit, also genau bis zum aeroben Limit und kann die hier rumsetzen. Und dann kann ich, wenn ich weiß, hier ist anaerob, bin ich am Limit, aber ich komme eigentlich nur noch primär über das aerobe System, dann würde ich hier hinten eine kleine Sprintzone, also eine Max-Zone basteln. Und ihr seht, die sind sehr unterschiedlich groß, aber vor allen Dingen, es kann bei sehr vielen Menschen, können die prozentual irgendwie nachher deckungsgleich ausfallen. Aber sehen wir zum Beispiel Menschen, die mehr Endurance haben, dann haben sie einen größeren Fettstoffwechsel, das heißt Zone 2 wird auch zum Beispiel ein bisschen ausgedehnt. Haben wir Menschen, die kleine Endurance-Fähigkeit haben, aber einen großen Speed-Mode, also viel Spritzigkeit kommen, dann kann die Zone 5 mal länger ausfallen und die Zone 2 wird vielleicht viel kleiner und muss viel genauer und spezifischer getroffen werden, ja, damit die auch wirklich qualitativ das Richtige trainieren. Das ist also ein bisschen so unser Fund, erstmal theoretisch, physiologisch den Organismus verstehen und dann zugeschnitten diese Trainingszonen darauf so ein bisschen spot-on setzen, damit ich auch wirklich sagen kann, wenn ich in der Zone XY bin, dann trainiere ich auch tatsächlich das, was ich vorhabe zu trainieren. Das heißt, für uns war wichtig, Individualität vor generalen, pauschalisierten Zonen und im zweiten Moment immer einen Purpose hinter diese Zone setzen. Also warum sitzt die Zone hier? Das ist bei uns
In dem Fall hier Fettstoffwechsel, hier wäre es Regeneration, hier wäre es Fettstoffwechsel, hier wäre es Mischstoffwechseltraining, was eigentlich nur funktional oft einen Benefit hat. Hier wäre es Umgang an dieser Schwelle, ja. Hier wäre es Steigerung des aeroben Systems, der VO2 Max, und hier wäre es anaerobe Fähigkeit, also Sprintfähigkeit. Ja. Und diesen Purpose treffen wir nur, wenn wir natürlich individuell dort hinsetzen, wo auch tatsächlich diese physiologischen Systeme entsprechend bedient werden. Ja. Wenn ich jetzt quasi sage, ich trainiere Fettstoffwechsel und trainiere hier, bin ich zwar immer noch im Fettstoffwechsel drin, aber schon nicht mehr so effektiv, wie wenn ich hier oben trainieren würde. Das wollen wir treffen, müssen es deshalb individualisieren. Guckt euch das gerne mal in der App an. Nachdem wir den Assessment-Lauf gemacht haben und wir ein paar Einheiten von euch sehen, kriegen wir das ganz gut hin. Ihr werdet auch sehen, die Zonen verändern sich so ein bisschen dynamisch. Guckt das gerne mal an. Wenn ihr weitere Fragen habt, kommt auf uns zurück. Ansonsten hoffe ich, euch hat das gefallen. Ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können, kriegt eine Idee, wie kann ich die Zonen für mich gestalten. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, anhand der Herzfrequenzen zu machen, aber Take-Home-Message ist so ein bisschen versucht zu verstehen, wo bin ich, und euch mehr als ein Individuum zu betrachten, als strikt nach irgendwie, ich trainiere bei x% von meiner maximalen Herzfrequenz zu gehen, die ihr vielleicht noch nicht mal ganz präzise kennt. Ja. So viel dazu. Gerne mit Fragen oder Kommentaren auf uns zurückkommen. Ich beantworte die sehr gern. Ansonsten checkt die App mal gern aus. Da wird das, wie gesagt, implementiert schon für euch gemacht. Dann hoffe ich ansonsten, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder und genau, bis dahin, macht's gut.